Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte mir heute einen schnellen, einfachen Johannisbeerkuchen backen und wie immer findest du alle Zutaten mit den nötigen Mengenangaben unten in der Infobox. Die Grundlage für diesen Kuchen bildet ein Quarkölteig. Dieser Teig ist sehr leicht herzustellen. Ich gebe mir hier als erstes dann das Mehl in die Schüssel. Gebe den Zucker dazu. Das Backpulver, dann den Quark, dazu kommt dann das Öl mit der Milch und eine Prise Salz. Das Ganze wird nun mit dem Handrührgerät kurz vermengt. Gleich als nächstes möchte ich mir dann nun die Quarkfüllung herstellen. Dazu gebe ich mir nun den Quark hier in meine Schüssel. Dazu kommt dann der Zucker, die Speisestärke, die zerlassene Butter, die Eier und was bei mir hier nicht fehlen darf, die Prise Vanille. Alle Zutaten werde ich nun mit dem Handrührgerät vermengen. Das ist auch schon fertig, sehr schnell. Dazu kommen dann nur noch zum Schluss die Johannisbeeren mit rein in den Teig und werden untergehoben. Nicht zu heftig, nicht dass sie kaputt gehen. Einfach nur so, dass die Johannisbeeren im Teig überall ein wenig verteilt sind. Den stelle ich mir jetzt auch erstmal zur Seite. Dann gebe ich mir den Teig hier in meine 22er Springform. Darauf gebe ich dann die Quarkmasse mit den Johannisbeeren. Ich werde nun den Kuchen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 45 bis 50 Minuten ausbacken. Während nun der Kuchen im Ofen ist, möchte ich mir noch mein Topping vorbereiten. Dafür schlage ich mir etwas Eischnee auf. Ich habe ja durch die Rezeptur ein Eiweiß übrig behalten. Das möchte ich gleich verwenden. Ich gebe mir also das Eiweiß hier in meine Schüssel, fange das an aufzuschlagen. Ich werde mir den Eischnee bis zur weiteren Verwendung in den Kühlschrank stellen. Du kannst dich jetzt entscheiden, ob du ihn so jetzt auskühlen lässt, um ihn dann anzuschneiden, vielleicht noch ein bisschen mit Puderzucker zu versehen. Das langt schon also völlig aus. Man kann ihn jetzt so schon essen, wenn er ausgekühlt ist. Oder aber eben halt das, was ich heute eben halt auch machen möchte, mit dem Eischnee nochmal als Topping versehen. Verteile diese Schicht jetzt nun noch auf den noch heißen Kuchen und werde ihn dann anschließend nochmal in den heißen Backofen geben. Dies ist nun der fertige Kuchen frisch aus dem Ofen.
Ich werde ihn jetzt noch komplett auskühlen lassen, bevor ich dann ihn versuchen werde, aus der Springform auszulösen und auch noch anzuschneiden. So, das war es wieder soweit von mir. Das Rezept ist wie immer zum Nachlesen in der Infobox. Wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest, dann abonniere doch einfach kostenlos diesen Kanal und lass mir einen Daumen hoch da. Vielleicht kann ich dich dann ja bald zu einem meiner nächsten Videos wieder begrüßen. Bis dahin mach es gut, bleib gesund und viel Spaß beim Nachbacken. Tschüss.